Hallo und herzlich willkommen in meinem kreativen Schuhatelier. Ich bin Sarah, vielleicht kennt ihr mich von Instagram als Sapri Design und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr dieses luftige Sommermodell selber häkeln könnt. Es sieht viel schwieriger aus, als es ist und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie ihr dieses Bottis-Modell, das den schönen Namen Veronique trägt, selber häkeln könnt. Folgendes Material benötigt ihr dazu: ein Paar Original Bottis-Sohlen. Sie sind super flexibel und dennoch robust, sodass ihr sie als Haus- und als Straßenschuh verwenden könnt. Ihre besondere Form, ihr merkt schon, es gibt kein Links und kein Rechts, erlaubt es ihnen, sich individuell an euren Fuß anzupassen. So richtig bequem wird es dann mit den passenden Einlegesohlen. Wir verwenden heute die Variante aus Latexschaum. Die ist im Sommer sehr angenehm. Außerdem benötigt ihr unser strapazierfähiges Garn für die Nullrunde und eine Woll- oder Sticknadel, um die Nullrunde an die Sohle zu nähen. Eine Schere solltet ihr auch parat haben. Und natürlich euer Garn mit der passenden Häkelnadel. Ebenfalls sollte eure Anleitung nicht weit sein, denn hier könnt ihr nochmal ganz in Ruhe alle Details zum Häkelmuster nachlesen. Für den Sommer häkeln wir natürlich mit einem leichten, dünneren Garn. Es darf bei 50 Gramm eine Lauflänge von 150 bis 175 Meter haben und einen maximalen Baumwollanteil von 60%. Als Häkelnadel verwende ich die Stärke 2,5 mm. So, lasst uns mit der Nullrunde beginnen. Als erstes brauchen wir eine Bottis-Sohle, das Nullrundengarn und eine Nadel. Um abzumessen, wie viel Garn wir brauchen, habe ich den Faden einmal um die Sohle gelegt und diese Länge insgesamt 9 Mal abgewickelt. Das wirkt ziemlich lang, aber ich nehme es doppelt, dann geht es eigentlich. Verknote das Ende so, dass es gleich nicht mehr durch eins der Löcher an der Sohle passt. Wir beginnen an der Ferse und stechen von innen nach außen durch das mittlere obere Loch. Jetzt stechen wir von außen in das Loch links darunter ein und kommen anschließend mit der Nadel wieder durch das Loch darüber zurück. Dabei ziehen wir den Faden durch die zuvor entstandene Garnschlaufe und ziehen ihn gut fest an. Auf diese Weise geht es jetzt rundherum um die Sohle. Von außen unten links in das Loch einstechen und dann darüber wieder rauskommen. Nach dem Fersenteil arbeiten wir entlang der offenen Kante. Hier stechen wir von innen durch das Loch und ziehen den Faden durch die darüber entstandene Schlaufe. Wir machen so weiter, bis wir wieder an der Mitte der Ferse angelangt sind und die Runde schließen können. Den Faden vernähen wir auf der Innenseite. Hier merkt man schon, wie praktisch die flexible Sohle ist. Man kann sie ganz einfach umklappen, so lässt sich das Fadenende leichter vernähen. Jetzt nehmen wir unser Garn und die Häkelnadel und beginnen wieder an der Fersenmitte. Wir häkeln jeweils 2 feste Maschen in jede der Schlaufen der Nullrunde, sodass sich die Anzahl der Maschen verdoppelt. So arbeiten wir uns durch die komplette erste Runde. In der zweiten Runde häkeln wir dann je eine feste Masche in jede Masche der Vorrunde. Übrigens, da wir in Spiralrunden arbeiten, ist es nicht notwendig, die Runden zu schließen.
So, die ersten 2 Runden sind gehäkelt und in der 3. Runde beginnen jetzt die Abnahmen. Die werden hier an der Fußspitze gearbeitet und bevor wir die machen, habe ich noch einen wichtigen Hinweis, denn es ist ganz wichtig, fest zu häkeln. Der Schuh soll später gut sitzen und das Garn wird noch ein bisschen nachgeben, deshalb fest häkeln ist ganz wichtig. Passt also schon während des Häkelns auf, dass der vordere Teil flach aussieht. Merkt ihr, dass sich an der Schuhspitze zu viel Volumen bildet, dann habt ihr wahrscheinlich zu locker gehäkelt und der Fuß wird später keinen Halt finden. Häkelt daher etwas fester oder verwendet eine kleinere Nadel, zum Beispiel mit 2 mm. Später gebe ich euch noch einen Tipp, wie ihr mit den Abnahmen noch etwas individueller auf euren Fuß eingehen könnt. In Runde 3 beginnen wie gesagt die Abnahmen. Dafür markieren wir mit einem Maschenmarkierer die Mitte der Schuhspitze und die 12. Masche links davon. Jetzt häkel ich bis zum ersten Maschenmarkierer wieder nur einfache feste Maschen. Die markierte Masche und die Masche danach häkel ich nun zusammen und zwar als unsichtbare Abnahme. Das heißt, ich steche in das vordere Maschenglied der ersten Masche ein und anschließend direkt ohne den Faden zu holen auch in das vordere Maschenglied der nächsten Masche. Jetzt hole ich den Faden durch beide Maschen, habe 2 Schlingen auf der Nadel, hole noch einmal den Faden und ziehe ihn durch beide Schlaufen. Das war unsere erste unsichtbare Abnahme. Jetzt häkeln wir 2 einfache feste Maschen. So geht es im Wechsel weiter bis zum nächsten Maschenmarkierer an der Fußspitze. Eine unsichtbare Abnahme, 2 feste Maschen, eine unsichtbare Abnahme, 2 feste Maschen und so weiter. Vergesst nicht, die Maschenmarkierer wieder an die richtige Position zu setzen. In die Mitte der Fußspitze und in die 12. Masche links davon. Wenn ihr die Abnahmen beendet habt, wird übrigens wieder in festen Maschen weitergehäkelt, bis die Runde an der Ferse in die nächste Runde übergeht. Runde 4 und 5 werden dann ganz genauso gehäkelt wie eben Runde 3. Nach den Abnahmerunden seht ihr jetzt ziemlich gut, wie schön flach sich die Fußspitze legt. So ist es ideal. Wir beginnen nun in Runde 6 mit dem Netzmuster. Dafür brauchen wir nur noch einen Maschenmarkierer und zwar in der Mitte der Schuhspitze. Wir starten an der Ferse mit 2 Luftmaschen, überspringen 2 Maschen und häkeln in die 3. Masche eine feste Masche. Dieses Muster wiederholt ihr jetzt, bis noch 3 Maschen vor dem Maschenmarkierer frei sind. Für das Fächermuster vorne am Schuh überspringt ihr diese 3 Maschen und häkelt 4 Stäbchen in die markierte Masche an der Fußspitze. Danach überspringt ihr wieder 3 Maschen und häkelt eine feste Masche in die nächste Masche. Ab hier häkelt ihr bis zum Ende der Runde wieder in dem Netzmuster mit 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen, eine feste Masche und so weiter. In Runde 7 geht es erst einmal genauso weiter mit dem Netzmuster. 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, eine feste Masche. Und zwar bis zur vorletzten festen Masche vor der Schuhspitze. Wir häkeln eine Luftmasche, überspringen dann die nächsten Maschen und häkeln 4 Stäbchen zwischen das 2. und 3. Stäbchen der Vorrunde.
Jetzt machen wir noch eine Luftmasche und überspringen genauso viele Maschen wie auf der anderen Seite und häkeln eine feste Masche in die zweite feste Masche nach der Mitte. Den Rest der Runde häkelt ihr in dem einfachen Netzmuster zu Ende. Und alle folgenden Runden werden genauso wie Runde 7 gehäkelt. So, jetzt ist euer Body schon ein ganzes Stück gewachsen und es wird Zeit, mal reinzuschlüpfen, um zu gucken, ob er auch gut sitzt. Dabei dürft ihr die Einlegesohle nicht vergessen, denn die habt ihr ja später auch drin und nur so habt ihr jetzt das richtige Tragegefühl. Dann schauen wir mal. So, vielleicht wirkt es auf den ersten Blick oder den ersten Moment ein bisschen eng, aber genau so soll es sein. Der Schuh soll natürlich nicht einschneiden, aber gut sitzen. Das Garn gibt später nämlich noch ein bisschen nach. Sollte das jetzt zu locker sein, dann könnt ihr entweder versuchen, mit einer kleineren Häkelnadel zu arbeiten, damit die Maschen etwas enger werden, oder ihr könnt weitere Abnahmen in Runde 3 bis 5 machen. Da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr die gut um die Spitze verteilt, dass alles symmetrisch bleibt. Aber im Netzmuster kann man leider nicht mehr abnehmen, dann bleibt das Muster nicht so schön, wie es jetzt ist. Ja, und wenn alles passt, dann könnt ihr einfach weiter häkeln, die Runde 7, immer fortlaufend, bis der Schaft hoch genug ist. So, mein Botti hat jetzt schon die richtige Höhe erreicht. Ich habe insgesamt 15 Reihenrunden gehäkelt. Das Netzmuster ist fertig. Und bevor wir jetzt gleich einen Schaft häkeln, der auch hinten noch die Lasche versteckt, müssen wir noch anprobieren, ob der Schuh so passt, ob wir noch bequem reinkommen und ob er nicht zu fest oder zu locker ist. So, das passt prima, der schneidet nicht ein, ich komme ohne Probleme rein. Jetzt kann ich den Schaft arbeiten und dafür habe ich 2 Optionen, die ich euch jetzt zeige. Für den sportlichen Abschluss häkelt ihr 2 bis 3 Runden fortlaufend im Netzmuster, das ihr schon kennt, ohne das Fächermuster in der Mitte. Die Arbeit beendet ihr mit einer Kettmasche. Für einen etwas romantischeren Abschluss häkeln wir ein kleines Muschelmuster. Wir häkeln 3 Stäbchen in die feste Masche der Vorrunde, lassen die 2 Luftmaschen aus und häkeln eine feste Masche in die nächste feste Masche. Wiederholt dieses Muster bis zum Ende der Runde. In der zweiten und dritten Runde habe ich 3 Stäbchen in die Mitte der Stäbchen der Vorrunde und eine feste Masche in die feste Masche der Vorrunde gehäkelt. Das Muschelmuster besteht insgesamt aus 3 Runden. Die letzte Runde habe ich mit einer Kettmasche beendet und den Faden vernäht. So, jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden, welcher Abschluss euch am besten gefällt. Und dann dürft ihr natürlich nicht vergessen, die Bottis-Label noch anzubringen. Am besten auf der Außenseite jeweils. Dann könnt ihr die Schuhe auch gut auseinanderhalten. Ich mache das jetzt hier nur mal so testweise. Ihr näht die natürlich richtig fest. Ja, und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und hat euch richtig Lust gemacht, selber Bottis zu häkeln. Und ja, ganz viel Inspiration findet ihr natürlich immer im Internet. Anleitungen bei www.bottis.de und überall da, wo ihr Bottis kaufen könnt. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet lange Freude mit den Sohlen haben. Sie sind sehr langlebig und robust, nicht nur bequem. Und ihr könnt sie immer wieder umgestalten. Für den Winter was Warmes. Ihr könnt auch alte Jeans upcyclen und damit der Umwelt was Gutes tun. Ja, ihr seht, Schuhe häkeln war noch nie so einfach. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.